In der heutigen Folge fahren wir durch Metzgesfeld nach Kallenhardt, über die Piff-Paff-Kurve, durch Wehrseifen hindurch. Breitscheid ist auch noch dabei und wir landen zu guter Letzt in der Exmühle. Wir fahren zum Metzgesfeld. Metzgesfeld, die ultraschnelle Linkskurve. Ja, alles was schnell ist im Nassen natürlich auch entsprechend anspruchsvoll. Fahrt ein bisschen versetzt zur eigentlichen Ideallinie. Versucht noch ein bisschen später einzulenken und dann eben ganz gefühlvoll an der Lenkung arbeiten. Das Anbremsen von der kleinen Schikane hin Richtung Kallenhardt, extrem wenig Grip auf der Bremse. Versucht, wenn ihr merkt, hoppala, das Auto fängt schon ein bisschen an zu rutschen, ich bin im ABS-Regelbereich, dann gebt dem Auto schon mal den ersten kleinen Lenkimpuls, weil vielleicht kommt ihr dann ein bisschen weiter nach links und umso weiter links ihr die kleine Schikane anbremst, umso besser ist der Grip. Der Nachteil ist, ihr macht euch den Radius wieder enger für diese kleine Schikane hin zum Kallenhardt. Kallenhardt im Regen, da kann der Fahrer noch einen Unterschied machen und der Andi hat hier die ein oder andere Runde schon gedreht. Ja, ich mag den Kallenhardt sehr gerne. Speziell der Eingang ist sehr schön gelegen mit hervorragendem Blick auf Reiferscheid. Aber der Vorteil ist auch im Kurveneingang von Kallenhardt, da kann ich tatsächlich sehr gut überholen. Eine von wenigen Stellen. Im Kurveneingang selbst, auch was die Linienwahl angeht, gibt es mehrere Optionen. Der Kurvenausgang hingegen, da gibt es keine vielen Möglichkeiten. Da gibt es nur die eine Richtung, nämlich möglichst gerade rausfahren. Nicht nochmal korrigieren am Lenkrad, sonst verliert man das Auto ganz schnell, denn am Kurvenausgang ist es wieder sehr rutschig. Genau, wie wir hier auch sehen können, ist es von der Topografie her so, dass die Kurve nach innen hin abfällt und hier laufen wir auf jeden Fall auch Gefahr, dass wenn es stark regnet, das Wasser sich nach innen sammelt und wir am kurveninneren Punkt leichtes Aquaplaning bekommen. Wir sind auf neuem Asphalt unterwegs und der neue Asphalt, der geht noch komplett durch die Piff-Paff bis hinein in die sogenannte Miss-Hit-Miss. Das ist die dreifach hängende Rechtskurve vor dem Wehrseifen. Auf diesem neuen Streckenabschnitten wunderbar, da ist das Grip-Level relativ hoch, aber aufgepasst, in der Miss-Hit-Miss am letzten Curb, am dritten Curb, den man ja vermeiden möchte, wo man sich ein bisschen von absetzt, da haben wir dann wieder eine kleine Asphaltkante und wir kommen wieder auf den älteren Asphalt. Dementsprechend ändert sich dort das Gripverhältnis und das Anbremsen zum Wehrseifen. Das ist nach wie vor der schwierigste Bremspunkt, denn Wehrseifen ist ja nun mal der langsamste Streckenabschnitt der Nordschleife und da muss man ein bisschen aufpassen. Frühzeitiges Anbremsen, schön außen entlang fahren, einen großen Bogen fahren, weil dort liegt der Grip. Auto wieder frühzeitig drehen, um auch wieder früh ans Gas, den Schwung mit da rausnehmen, runter nach Breitscheid. Und auch hier gibt es einen wichtigen Punkt zu beachten. Breitscheid in der Anbremszone ist wellig, da ist ein richtiger Bodenversatz. Bremst da gerne so 50% offline. 50% offline bedeutet, die halbe Fahrzeugbreite muss von der Ideallinie runter sein. Der eine Teil kann auf der Ideallinie bleiben, der andere Teil sollte auf jeden Fall runter sein, um halt eben diese Bodenwelle so ein bisschen zu kaschieren. Und dann auch hier in Breitscheid, da ist die Betonwand, achtet darauf, dass ihr nicht zu schnell reinfahrt. Lasst euch da gerne mal 10-15% Luft auf der Bremse. Wenn ich dort durchfahre, denke ich mir jedes Mal, in der nächsten Runde bremst du später hier. Aber man hat lieber ein bisschen zu viel Puffer und kann reagieren, als dass man nur noch Passagier ist. Ja? Lasst euch dort an der Stelle immer Puffer. Dann geht es durch Breitscheid hindurch und dann sind wir auch schon angekommen in der Exmühle. Exmühle geht es massiv bergauf, bedeutet für uns auch wieder im Umkehrschluss, wir müssen darauf achten, unten im Breitscheid kann Wasser runterlaufen von der Exmühle, da habt das bitte im Hinterkopf, je nachdem wie stark es regnet. In der nächsten Folge starten wir am Bergwerk, dann geht es durchs Kesselchen hoch zur Steilstrecke bis hin zum Karussell.